Stelle vor, wir starten alle unsere Motorräder und besuchen einfach einmal die Stadt, in der wir zu Gast sind. Die größte Motorrad-Offroad-Sternfahrt, die es, glaube ich, meines Wissens nach auf dem Planeten gibt. Events wie der Sturm auf Eisenerz sind extrem wichtig für die Bewohner und auch für die Stadtgemeinde Eisenerz, weil die Verbindung zwischen dem Rennevent da oben am Berg und den Leuten unten in der Stadt dadurch enger wird. An den sehr emotionalen Reaktionen, glaube ich, kann man sehr gut miterleben, dass es auch eine wirklich gute Sache ist. Da ich ja immer ganz vorne fahren darf, habe ich eben den ersten Einblick. Alle grüßen, alle lachen und haben Freude. Also mir taugt schon. In den Beginnen, in den Anfängen des Erzberg-Rodeos gab es zwar diesen Sturm auch schon, der hat sich aber am Berg abgespielt. Karl Gatoch ist mit allen Teilnehmern vom Fahrerlager in der Erzberg-Rodeo-Arena rauf auf den Gipfel gefahren. Und es kam dann eindeutig der Wunsch der Einheimischen, kommt doch uns besuchen. Ihr seid 4 Tage oben am Berg. Wir würden uns freuen, wenn wir euch begrüßen dürften. Da haben wir gesagt, okay, wir stürmen nicht den Gipfel, sondern wir stürmen Eisenerz. Und ich war sehr überrascht, wie viele Leute da mitgefahren sind. Also, da waren gleich, ich glaube, 2000 Leute dabei. Wie viel Feedback dazu kommt in Form von Winken oder von Jubelschreien, wenn wir durchfahren, das ist sehr beeindruckend. Ich glaube, der bleibendste Eindruck, den man vom Sturm auf Eisenerz hat, sind einfach die Bilder von diversesten Verkleidungen, von diversesten Spezialbauten. Also es ist eine sehr bunte und eine sehr illustre Runde, die sich da jedes Jahr auf den Weg macht. Also es ist wirklich interessant, wie einfallsreich die Leute sind. Ja? Aber trotzdem am schönsten ist anzuschauen, wenn halt die Frauen hinten bei den Männern am Motorrad sitzen. Ich hätte mir nicht erwartet, dass so viele Leute dort stehen und ich hätte mir nicht erwartet damals, dass sich das so entwickelt. Das war für mich also komplett unfassbar. Also auch heute noch, wenn ich da durchfahre, also es ist irgendwo schon berührend. Wer zum Erzberg kommt, möchte Unterhaltung, möchte Fun oder möchte sich selber in irgendeiner Form verausgaben. Und dementsprechend wichtig ist es, dass man in diesen 4 Tagen halt für jeden irgendwas bietet. Wenn wir über die Side-Events am Erzberg-Rodeo sprechen, dann würde ich den Kini Jump als die Mutter aller Dinge betrachten. Der Kini Jump war das erste Side-Event, wenn man so nennen möchte, und hat gezeigt, dass die Leute dort so dermaßen abgehen und so begeistert sind, dass es für uns klar war, dass wir sowas einfach verstärkt einsetzen wollen. Und so hat sich dann auch bei uns ein Zuschauerkonzept entwickelt, das wir dann auch wahrgenommen haben. Ja, das Erzberg-Rodeo ist halt eine riesige Ansammlung von Motorsportenthusiasten und da ist der Tag genauso wichtig wie der Abend. Und wie die Erzberg-Rodeo Königsklasse abgesagt wurde, haben wir dann stattdessen das Rocket Ride gemacht. Das Rocket Ride ist eine Erfindung von Peter Nessuter, der hat damals gesagt, okay, machen wir einfach ein Steilhangrennen und sie da ist erfolgreich geworden. Also mich persönlich hat das immer fasziniert, eigentlich diese Steilhänge. Die Steilhänge am Erzberg, diese ewig langen Hänge, die nicht aufhören wollen. Und da gibt es ja nicht nur einen, sondern es sind 3 hintereinander und das ist im Startbereich. Jetzt haben wir auch einen Bewerber auch gesucht, der nicht zu gefährlich ist für die Fahrer. A, dass sie sich verletzen, B, dass ihr Motorrad kaputt wird. Aber trotzdem, wo auch die guten Fahrer jederzeit sagen, okay, dann mache ich auch mit. Das war immer ausverkauft, immer gut besucht, war extrem gut publiziert. Ich glaube, dass wir eine sehr große Familie sind, die irgendwo es geschafft hat, gemeinsam nach außen zu wirken. Und da schließen sich halt immer mehr Leute an, weil es ihnen halt einfach taugt. Cecchi-Fahrer sind eigentlich schon immer bei uns gewesen als aktive Fahrer. Und das wussten wir noch nicht. Ja. Und auf einmal rufen die an und sagen, hörst du zu, wir haben Cecchi, wollt ihr eine Show unten haben? Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Und zwischenzeitlich ist es ein fixer Programmpunkt.
ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt. Also es rundet das ganze Bild wieder ab. Du hast den Prolog, du hast das Rocket Ride, du hast das Red Bull Hairscramble, du hast Steffi Mix und es ist von überall ein bisschen was dabei. Also glaube ich, es muss bunt bleiben.